Alexander Oettel, Fitnesstrainer, Ernährungsberater, Gesundheitscoach. Heute steht er mit beiden Beinen fest im Leben, lebt glücklich und minimalistisch im Wohnmobil auf Sylt. Doch das war nicht immer so. Ich kann definitiv sagen, dass mir meine Frau das Leben gerettet hat. Tatsächlich einfach aus dem Punkt heraus, weil ich kurz vorm Abnippeln war. Ich bin Alkoholiker und benzodiazepinabhängig, trocken und clean. Seit einem Jahr lebt er mit seiner Frau Steffi im Wohnmobil. Die Saison über auf Sylt und im Winter waren sie in Spanien und Portugal unterwegs. Als Basis ist das echt okay. Also auch wenn wir jetzt nicht so die typischen Campingplatz-Freaks sind, aber das ist nett. Hier ist unser kleines Badezimmer. Ja, in die Jahre gekommen, aber noch echt top in Schuss. Und wir sind sehr zufrieden damit. Es ist alles dicht, es ist alles sauber, trocken, haben genügend Platz, um da drin zu duschen und uns fertig zu machen. Also ist echt völlig ausreichend. Hier draußen eine kleine Lümmelecke, ursprünglich mal gedacht für beide Hunde. Wir hatten eine deutsche Dogge bis letztes Jahr und leider jetzt nicht mehr, jetzt nur noch mit Bagheera, Gott sei Dank mit Bagheera unterwegs. Die hat jetzt hier eine kleine Ecke. Ordnung ist extrem wichtig, finde ich, im Wohnmobil. Ohne pingelig zu sein, aber wenn alles an Ort und Stelle ist, findest du halt auch die Sachen wieder. Das war nicht immer so. Am Anfang haben wir uns zu Tode gesucht hier drin. Genau. Warum ist für dich so wichtig, hier immer die Betten zu machen morgens? Ich mache das schon immer. Also morgens aufstehen, Zähne putzen, eine Runde laufen und bevor ich dann weiter Frühstück oder irgendwas anderes mache, gibt es bei mir eine kleine Haushaltsrunde. 5 bis 10 Minuten Betten machen, einmal durchfegen. Gibt mir ein super entspanntes Gefühl, alles erledigt zu haben für den Tag. Brauche mich um nichts mehr kümmern. Alles ist auf Null. Und wenn man nach Hause kommt, ist es aufgeräumt und ordentlich. Und das freut den Papa. Gerade wegen Sand und Hundehaare, wobei die Hundehaare sich im Rahmen halten. Aber Teppich ist halt immer so ein bisschen. Vorher war es halt so, dass wir auch nicht unglücklich waren, aber wir waren nicht mehr so hundertprozentig zufrieden mit dem, was so 24 Stunden um uns herum passiert war oder ist und 12 Monate im Jahr. Das hat uns, ne? Also deswegen ist bei uns auch Aussteiger komplett falsch, weil was ist Aussteigen? Aus was steige ich aus? Ich steige aus dem VW aus und steige in den Fiat ein. Ja, und bin halt besser zu Pass, weil ich höher sitze und lieber mit dem Wohnmobil durch die Gegend fahre. Das finden wir schon beide geil, so zu leben und zu reisen und auch zu arbeiten. Und wir arbeiten beide gerne. Wir sind beide gerne hier, wir sind beide gerne aber auch in meiner Heimat, also in den Bergen. Und wir können selbstbestimmt, ja. Wir können es uns aussuchen, richtig. Und wir nutzen die Vorteile, die wir momentan haben. Ganz klar. Alex und Steffi haben mehrere Jobs im Sommer, um im Winter entspannen zu können. Einer der Jobs von Alex ist Kurkartenkontrolleur am Hundestrand in Westerland. Hier ist Oettel, guten Morgen. Ernst Obe, ja, am liebsten gut. Ich war baden, es ist alles wunderbar. Du. Warst du auch im Wasser heute, oder? Heute nicht. Wasser 18. Ja. 16,45 hoch. Der Untergang um 20:34. Wunderbar. Gut, dann bedanke ich mich. Ihr dir auch schönen Tag. Tschüss. So. Hallo. Der Job passt einfach zu unserem ganzen Lebensstil, den wir uns ausgesucht und ausgewählt haben, jetzt vor ja gar nicht so langer Zeit. Das ist die Einfachheit, ne? Diese Gelassenheit, der Job
am Strand, an der Natur, frische Luft, die Leute sind gut zu Pass, die wollen an den Strand. Genau, und das ist einfach so die Dame jetzt hier, die sagt Guten Morgen, ich sage auch Guten Morgen. Das sieht gut aus. Besten Dank, ne? Dankeschön. Klar, ne? Schönen Tag. Und ja, das reicht. Das ist einfach ein zufriedener Arbeitsalltag, den ich hier durchführen darf. Dass Alex seinen Job so unbeschwert ausüben kann, grenzt an ein Wunder. Vor 5 Jahren gaben ihm die Ärzte noch eine Lebensdauer von wenigen Wochen. Also um das auf den Punkt zu bringen, das war eine Entscheidung, Leben oder Sterben. Ganz klar. Also kann ich knallhart so sagen, dass ich bin an einem Punkt angekommen gewesen, der mir nichts anderes mehr zuließ, als die Entscheidung zu treffen, möchte ich weiterleben oder möchte ich aufgrund dieses Konsums und dieses Konsumverhaltens, was ich an den Tag gelegt habe, sterben, weil ich einfach Werte nachher hatte, die nicht mehr, also die waren jenseits von Gut und Böse. Ich war zu dem Zeitpunkt knapp 140 Kilo schwer, hatte eine alkoholtoxische Hepatitis, war gelb von oben bis unten, gibt ja verschiedene Leberwerte. Und das ist ja so ein Wert, der auch gemessen wird, der Gamma-GT zum Beispiel, der bei gesunden Menschen, gesunden Männern in meinem Alter dann mal bei 40, zwischen 40 und 60 liegt. Wenn man vielleicht regelmäßig oder unregelmäßig mal ein Glas oder 2 trinkt, dann ist er mal erhöht auf 100, 120. Bei konstant oder kontinuierlich regelmäßig konsumierenden Personen ist er dann mal irgendwas in den 100ern Bereichen. Bei einem klassischen Alkoholiker habe ich mir damals dann so sagen lassen und auch erzählen lassen, ist er bei 7, 6, 7, 8, 900, vielleicht auch mal kratzt er an der 1000, der Wert. Ich hatte zum Schluss 2986, also knapp unter 3000, wo die Ärzte knallhart zu mir gesagt haben, dass sie so mit diesem Wert und mit dem, was sie zelebriert haben die letzten Wochen und Monate zum Schluss, ich habe nochmal alles dann gegeben, dass sie noch leben und dass sie überhaupt noch hierher kommen konnten, grenzt fast an Wunder. Ich bin mehrfach abgeholt worden von zu Hause vom Rettungsdienst, den ich selber noch gerufen habe, mit Lähmungserscheinungen im Gesicht, weil ich dachte, ich habe einen Schlaganfall, aber das war kein Schlaganfall, das war einfach, es war eine Art Überdosis dessen Mittel, die ich zur Verfügung hatte. Ich habe sauren Rotwein mit Puderzucker angerührt, damit ich die Dröhnung kriege und irgendwie die Tabletten runterkriege. Und nach der 10. oder 12. Tablette pro Nacht kommt dir halt die Galle auch irgendwann wieder hoch und dann, dann wird halt auch gekotzt und dann geht's weiter. Um es auf den Punkt zu bringen, ich hab wirklich mich übergeben, ich hab gekotzt, um weiter saufen zu können. Gerade noch rechtzeitig zog er die Reißleine und konnte mit Hilfe seiner Frau Steffi einen Entzug und eine anschließende Therapie machen. Als ich dann gemerkt habe nach der Therapie, dass so langsam wieder was zurückkommt in meinen Körper. Also da kam wieder Energie, der klare Kopf, die Entzugserscheinungen, die Gespür kam wieder, ich habe wieder Gefühle gekriegt, so, ne? Und da habe ich dann so geguckt, was kann ich machen, wie kann ich mich bewegen, wo möchte ich hin, welche Richtung macht mir Spaß. Und habe da relativ schnell dann einfach rausgefunden, dass so dieses Programm mit draußen, ne, einfach irgendwie aktiv sein, laufen, Mountainbiken, im Wald unterwegs, am Strand, so, dass mich das zufriedenstellt. Und trotzdem dann auch das Fitnessstudio gemacht, da mein Programm durchgezogen und habe mich da so langsam rangetastet. Bin tatsächlich auch irgendwie mit 134 Kilo im Fitnessstudio angefangen und ein Jahr später, also tatsächlich das auch ein bisschen dokumentiert dann, selber für mich als eigenen Ansporn, ein Jahr später auf 84 Kilo runter gewesen. Teilweise sogar noch ein bisschen weiter unten. Körperfettanteil war zu der Zeit, wo das mit dem Alkohol, mit Drogen
und dem Übergewicht so extrem war, bei knapp 40%. Das ist nicht so wirklich witzig. Also 40% ist irgendwie kurz vorm Kollaps. Ne? Also da so. Und jetzt zu meiner besten Zeit hatte ich einen Körperfettanteil, der jetzt auch nicht irgendwie bühnenreif war, aber irgendwas mit 11-12% ist für einen Laien schon ganz okay. So, und über die letzten Jahre, jetzt habe ich mich eingependelt, auch vom Gewicht, dass ich sage, hey, ich fühle mich wohl mit einem kleinen, ich muss nicht immer komplett volles Programm gehen, das ist alles gut, so wie es ist. 3 Kilo mehr, 4 Kilo weniger, ich habe es selber im Griff. Ich weiß, wenn ich 2 Wochen mein Programm durchziehe, auch küchentechnisch kochen so und so, Sport so und so, dann ist alles wieder, wie man sagt, in Shape. So, das weiß ich, wie es funktioniert, sonst würde ich es auch nicht unterrichten oder hätte mich nicht in diesem Bereich auch ausgebildet oder ausbilden lassen und meine Erfahrungen eben auch, die ich weitergeben kann und möchte, sonst würde ich das nicht machen. Aber bis dahin ist es natürlich schon auch ein Weg gewesen, den erstmal gegangen werden muss. Ja, Seit über 4 Jahren nun hat er keinen Schluck Alkohol mehr angerührt. Stattdessen plant er sein Leben völlig neu, zog mit seiner Frau in ein Wohnmobil und ging 5 Monate auf Reise. Der ursprüngliche Plan war ein ganz anderer. Wir wollten oben in Skandinavien anfangen und über die andere Richtung runter in den Süden und bla blub und England und Irland und so weiter. Und nach reichlicher Überlegung haben wir das dann über Bord geworfen und gesagt, wenn wir im November losfahren, fahren wir vielleicht nicht nach Nordnorwegen, sondern fahren in den Süden. Und sind dann über Bayern, sage ich jetzt mal, vorher noch ein paar Stops in Norddeutschland gehabt, wir sind dann über Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg nach Frankreich und an der französischen Rhonetal sind wir runtergefahren, an der Schweizer Grenze, da so sehr, sehr geil, nach Spanien rein und haben uns einfach ein bisschen treiben lassen. Relativ zügig treiben lassen, weil wir auch alles neu und aufregend, hier noch hin und da noch hin und so. Und, waren dann in Spanien erstmal, da waren wir auch länger, haben uns da ein bisschen umgeguckt und sind dann irgendwann unserer großen Liebe begegnet, nachdem wir viele Monate oder Wochen, nicht Monate nicht, aber viele Wochen in Spanien waren, was auch toll war und wir auch sicher immer wieder hinfahren werden und auch Zeit da verbringen würden. Aber irgendwie kamen wir dann halt in das Land, was wir gar nicht so wirklich auf dem Zettel hatten und sind da total geflasht gewesen. Ja. Und das Land hieß? Ja, Portugal. Ne? So. Wollten und mussten dann aufbrechen, weil wir uns entschieden haben, halt eben nochmal wieder das zu tun, was wir jetzt gerade machen, um uns dieses Leben so auch zu ermöglichen. Und deswegen sind wir schweren Herzens mit der Liebe Portugals im Herzen und sind wir echt so weggefahren. Ja. Es lebt sich ja ein bisschen einfacher, wenn da so ein kleines Polster da ist. Wir haben mal das Jahr Vorbereitung schon echt gut gearbeitet, irgendwie 5 Jobs gehabt und Hauptjob, 3, 4, 5, 6 Nebenjobs. Ordentlich was verdient, aber gut. Also wir hätten jetzt noch länger reisen können, genau. Aber wir wollten es halt auch nicht komplett ausreizen. Wir haben gesagt, okay, ein kleines Polster ist gut zu haben, das füllen wir wieder auf und dann schauen wir, wie weit wir weiterkommen. Der ursprüngliche Plan gewesen ist oder auch immer noch ist und den wir auch weiter tatsächlich ausbauen und verfolgen wollen für uns und auch um anderen aufzuzeigen, dass durch Reisen und durch so einen Lebensstil auch Sparsamkeit drin ist und auch man sparen kann. Und natürlich nicht, wenn man immer alles ausreizt, ne, sondern sich so. Und wir hätten mit Sicherheit... Man darf halt keinen Urlaubsmodus machen. Genau, wir hätten mit Sicherheit, wir hätten auch noch Monate weiterreisen können, aber irgendwann musst du halt an die Reserven und an die Notreserven und irgendwann ins Minus und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ganz einfache Rechnung. Arbeiten, gut arbeiten, auch viel arbeiten jetzt im Sommer. Solche Tage oder Abende, wie wir jetzt haben, die kommen jetzt langsam erst wieder, aber sonst ist es halt echt, sind es viele Stunden, viele Jobs, die wir machen, um uns das zu ermöglichen. Und das ist aber okay, ist völlig okay.